Hallo und herzlich willkommen, nachdem vor ein paar Tagen das Spooky Festival etwas überarbeitet wurde und neue Spooky-Kreaturen und einige neue Items zu Hypixel Freiburg hinzugefügt wurden, wurde nun mit dem neuesten Update aus dem Spooky Festival quasi ein Phishing-Event gemacht. Denn während der Fearmongerer im Hub ist, kann man spezielle Spooky Sea Creatures fangen, was also bedeutet, man kann diese Kreaturen insgesamt 3 Stunden pro Spooky-Event angeln. Extra für die Spooky Seekreaturen wurde auch der Spooky Bait komplett überarbeitet, denn dieser sorgt nun dafür, dass man 15% schneller angelt und eine 15% höhere Chance hat, eine Spooky Sea Creature zu angeln. Insgesamt wurden mit dem Update 5 neue Seekreaturen hinzugefügt, wenn man im Sea Creature Guide nachschaut. Dort haben wir zum einen die Scarecrow, welche man ab Fishing Level 9 bekommen kann, und diese droppt jetzt nichts Besonderes außer halt etwas Candy und Heuballen. Ab Fishing Level 14 kann man Nightmare angeln, dabei handelt es sich um ein Zombie-Pferd und neben Candies können wir von dem Pony auch einen neuen Talisman namens Lucky Hoof bekommen und dieser Talisman sorgt dafür, dass wir eine 1% höhere Chance auf Trick-or-Treat-Kisten haben, wenn wir Mobs während dem Spooky Festival besiegen. Die nächste neue Seekreatur ist der Werwolf ab Fishing Level 17 und dieser bringt neben Candy gleich 2 bessere Drops mit sich. Zu einem das Werwolf-Skin, wobei es sich nicht wirklich um einen Skin handelt, sondern nur um die Haut des Werwolfs. Das Werwolf-Skin ist dabei ein garantierter Drop vom Werwolf, aber die Anzahl kann etwas variieren, so habe ich gehört, dass man bis zu 5 Skin von einem einzigen Werwolf bekommen kann. Mit insgesamt 96 Werwolf-Skin kann man die Werwolf-Rüstung craften, welche schon seit ein paar Tagen im Essenz Guide zu sehen war, denn man kann die Rüstung mit Undead-Essenzen auch verbessern. Das Interessante an der Werwolf-Rüstung ist, dass die Rüstung relativ viel Ferocity gibt und bei einem kompletten Set löst ihr sogar einen Effekt aus, wenn der Ferocity-Effekt aktiviert wird, der dann andere Spieler in einem 25-Block-Radius um 10% eurer Defense heilt und man selber bekommt 50 Defense für 5 Sekunden, wobei der Wert sogar stackt, wenn man den Ferocity-Effekt mehrmals innerhalb von 5 Sekunden auslöst. Das andere Item, welches der Werwolf droppt, ist der Deep Sea Orb. Dabei handelt es sich um einen neuen Reforge-Stein für Rüstungsteile und dieser gibt dann den Submergery Forge, welcher einem bei einem mystischen Rüstungsteil 12 mehr Crit Chance gibt und 1% mehr Sea Creature Chance. Die nächste neue Seekreatur ist der Phantom Fisher, welchen man ab Fishing Level 21 angeln kann und dieser kann ebenfalls den Deep Sea Orb droppen und als besonderen Drop kann man bei ihm die Phantom Rod bekommen, welche fürs Angeln aber schlechter geeignet ist als eine Rod of the Sea, aber vielleicht ist die Linksklick-Fähigkeit von der Angel ganz nützlich, da man damit Gegner wegschubsen kann und massiven Schaden an ihnen anrichten soll. Und die letzte neue Seekreatur ist der Grim Reaper, welchen man ab Fishing Level 26 angeln kann und neben dem Deep Sea Orb hat der Grim Reaper gleich 2 neue Items, zu einem Soul Fragments, welche ein garantierter Drop sind. Mit den Fragmenten kann man zu einem die Soul Whip craften, dabei handelt es sich aber nicht um eine Angel, sondern um eine Waffe, welche man auch mit Wither Essenzen upgraden kann. Mit der Fähigkeit der Peitsche kann man in einem Bogen um sich schlagen und alle getroffenen Gegner wird dann der Melee-Schaden verursacht, also denke ich mal, dass die Waffe vielleicht ganz interessant für Berserker werden könnte, wenn sie AoE-Damage machen wollen. Und ebenfalls mit den Soul Fragments kann man den Lucky Hoof Talisman auf Rare upgraden, wodurch sich die Chance auf Trick-or-Treat-Kisten dann auf 2% erhöht. Und der legendäre Drop vom Grim Reaper ist der Vampire Fang, dabei handelt es sich um ein neues Pet-Item, welches man einem legendären Bad Pet geben kann, damit dieses dann auf mythisch geupgradet wird. Und auf Mythic gibt ein Level 100 Bad Pet einen dann 5 Sea Creature Chance und 25% mehr Chance Spooky Sea Creatures zu angeln. Die ganzen neuen Spooky Sea Creatures kann man auch in Runic fangen und diese können dann sogar eine neue Rune namens Tidal Rune droppen, dabei handelt es sich um eine neue legendäre Rune für die Schuhe, momentan weiß ich aber nicht, wie der Effekt der Rune aussieht. Neben den neuen Seekreaturen gab es aber auch ein paar allgemeine Änderungen beim Angeln, die wichtigsten dabei in meinen Augen sind, dass der Water Hydra Head oder die Squid Boots einen nun auch etwas Sea Creature Chance geben. Der Shredder kann nun auch mit ganz normalen Schwertverzauberungen verzaubert werden und es ist leichter den Shredder zu maxen, wodurch der Shredder nun eine Art Fishing-Waffe sein soll. Und das wohl Beste ist, dass Seekreaturen nun immun zu der Fähigkeit des Aspects of the Dragon sind, also sollten hoffentlich in Zukunft weniger Yetis im Void landen. Wenn ihr die ganzen Sachen selber nachlesen wollt, habe ich euch auch die Patch Notes in der Videobeschreibung verlinkt und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!